Hey Leute, willkommen auf dem Kanal. Ich denke, die meisten von euch haben ein Short-Video gesehen und in diesem Video möchte ich euch das Projekt mal etwas ausführlicher zeigen. Das hier ist der aktuelle Prototyp von mir, also beziehungsweise von dem Webradio. Es basiert auf einem ESP32 S3. Da drin ist halt ein Präsenzsensor verbaut, ein Mikrofon verbaut, ein DAC und ein Amp. Ja, und der Lautsprecher halt. Ne? Den Sensor kann man halt einstellen, also in einem Nahmodus und einem Fernmodus. Das heißt im Prinzip im Nahmodus reagiert er von 20 cm bis 1,60 m oder 80, glaube ich. Genau, wenn man das irgendwie genauer einstellen will, also kann man in 20 cm Schritten einstellen. Und der Fernmodus, der reagiert bis auf 6 Meter. Den kann man dann halt auch jeweils in 75 cm einstellen. Aktuell ist das Radio in einem 20 cm eingestellt. Das heißt, sobald man sich dem Sensor 20 cm nähert, fängt das Radio an zu spielen. So, dann bewege ich mal meine Hand mal da vorne zum Lautsprecher oder zum Radio. Wie ihr seht, wenn ich meine Hand zügig von dem Sensor bewege, oder wie ihr seht, wenn ich meine Hand zum Sensor bewegt habe, hat die LED kurz geleuchtet und das Radio ist halt vollautomatisch angegangen. So, und hier ist jetzt der Fernmodus. Ich habe das Radio jetzt auf 3 Meter eingestellt. Das heißt im Prinzip, wenn ich dem Radio mich 3 Meter in 3 Metern nähere, dann sehen wir, dass es halt angeht. So, ungefähr hier, wo die Rollen bei dem Stuhl anfangen. Wenn ich mich bis dahin bewege, müsste es eigentlich angehen. Also gehen wir ein paar Schritte vorwärts. Wie ihr seht, das Radio auch wieder ausgelöst und spielt es jetzt halt aus 3 Metern. Ja, es tut mir leid für meine Unordnung. Ist etwas chaotisch hier. Gehen wir mal zum nächsten Schritt. Und zwar, wie ihr gesehen habt, das Radio hat keine einzige Taste. Mal hier von der Seite sehen tut. Vorne ist unser USB und hinten ist auch gar nichts. Und wie wir das bedienen können, zeige ich euch gleich. Ich zeige euch mal, wie man das Radio bedienen kann und welche Features es hat. Dafür habe ich einen NFC-Chip eingebaut im Prinzip. Kann man ja gut erkennen an dem Logo gerade. Hier seht ihr schon, der Link geht auf. Wir klicken drauf und sind halt sofort im WebUI drin. So, damit man das Radio ein bisschen besser sehen kann, mache ich das mal hier so ein bisschen hoch. Ich hoffe, man kann das UI ganz gut erkennen. Ich habe das Licht auch schon ein bisschen abgedunkelt. Hier können wir halt mit dem also das hier halt unser Homescreen im Prinzip. Nochmal kurzer Überblick. Hier habe ich zum Beispiel die Lautstärke, die kann ich hier per Slider regeln. Ja, ich will jetzt nicht komplett voll aufdrehen. Genau, hier gibt es halt einen Mute-Button, Stream stoppen, falls es sein muss. Hier hat man noch so eine kleine Übersicht von dem Sensor, der halt gerade erkennt, sieht man hier Präsenz erkannt oder Bewegung erkannt. Wenn ich mich jetzt mal eine Sekunde still nicht bewege, dann habt ihr gesehen, keine Bewegung. Okay. Genau, und im Prinzip hier ist noch so ein Übersichtstimer halt, das heißt, kann man halt nachher einstellen, wie lange das Radio im Prinzip spielt, wenn es halt keine Präsenz erkannt wird oder keine Bewegung erkannt wird. Aktuell erkennt er halt meine Präsenz, deswegen stoppt der Timer halt nicht.
So, dann hat man hier noch auf der Übersichtsseite, sehen wir, wir haben hier unsere Favoritenslots. Also im Prinzip hat das Radio 8 Favoritenslots. Die kann man dann auch bearbeiten, wenn man hier auf Sender bearbeiten geht. Das heißt, ich mache mal kurz lauter, dass man kann hier im Prinzip einen Sender wechseln. Hier zum Beispiel Hitradio FFH. Geht das Radio an im Prinzip. Hier Deluxe Radio. Ja, so, das war jetzt erstmal der Homescreen. Gibt es eigentlich nicht wirklich was Besonderes. Ganz oben, das ist halt Badname, weil das Radio bei mir im Bad normalerweise steht. Es gibt ist halt nur eine kleine Übersicht ganz oben. Hier sieht man, das Radio halt spielt, welcher Sender es spielt. Hier habe ich noch die englische Sprache eingebaut. Wenn man jetzt zum Beispiel auf Englisch macht, ist halt das Menü komplett auf Englisch. So, ist halt auch noch nicht fertig, ist halt noch in der Entwicklung, sagen wir es mal so. So ein Dark- und Hell-Mode gibt es auch. So, das war jetzt erstmal die Übersichtsseite. Machen wir hier kurz leiser. Ja, machen wir hier 10. Das Radio hat ohne Cloud, alles auf dem Chip. Hat jetzt eine Sprachsteuerung, ist halt so ein Beta-Feature, bin ich noch am Experimentieren, weil es ein bisschen schwierig, das Mikrofon nicht mithört vom Radio und so weiter. Aber ich kann das ja mal demonstrieren. Hey Jarvis, lauter. Hey Kira, lauter. Also die deutschen Wörter mit lauter, leiser funktioniert auf jeden Fall. Also das Multinet und das Wake-Word, genau, die kann man nur auf Englisch benutzen im Prinzip. Also am besten erkennt es halt die englischen Wörter. Das kann ich zum Beispiel auch auf Englisch benutzen. Zum Beispiel sagen wir mal, hey Kira, louder. Das hat er die Lautstärke auf 40 gesetzt. Dann sage ich, hey Kira, softer. Macht es halt ein bisschen leiser. So. Dann gibt es halt, hier sieht man auch die Sender. Ich kann dem auch sagen, hey Kira, Station 1. Habt ihr gesehen, der ist sofort auf Sender 1 gewechselt. Jetzt kann ich zum Beispiel auch sagen, hey Kira, Station 3. Auf Sender 3 gewechselt. So, also das war jetzt zum Beispiel die Spracheingabe. So, hier sind wir im Sender-Tab. Hier kann man die Favoriten bearbeiten, löschen und so weiter, verschieben. So, jetzt habe ich hier noch Sender entdecken, Feature halt, wo der halt Zugriff auf eine Datenbank hat, auf, keine Ahnung, tausende von Sendern. Hier kann man je nach Land oder Sprache auswählen, wenn man unter die Suche irgendwas eingibt. Oder die Tags benutzt. Ich habe hier gerade 80er Tags ausgewählt. So, kann man halt die Liste angucken. Man kann entweder hier rechts auf den Stern klicken, das kann man dann halt in die Favoritenliste sich hinzufügen. Oder man kann halt ein Preview schon mal reinhören, was das Radio zum Beispiel sendet. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier drauf auf Play drücke, müsste er... So, jetzt hat er zum Beispiel auf den Radiosender gewechselt. Und da spielt halt jetzt die Musik. Man sieht das hier auch in dem Icon, dass das hier gerade spielt. Hier kann man noch manuell eine URL hinzufügen, wenn man einen Link dazu hat, falls man das hier im Radio nicht findet. Ja, das war es eigentlich hier von dem Sender-Tab. So, jetzt gehen wir hier in den Einstellungen-Tab. Hier kann man im Prinzip dem Radio einen Namen geben und den Namen speichern. Falls man zum Beispiel 2 von den Radios hat, wie ich, oder ich habe zum Beispiel 3 Radios, jeweils, keine Ahnung, im Bad, in der Küche, Flur. Im Prinzip, wenn man mehrere Radios hat, damit man weiß halt, dass sie halt unterschiedliche Namen haben, weil später im Homebildschirm, wenn du zum Beispiel 2 oder 3 Radios
angeschlossen hast, kannst du halt im Homescreen auf das jeweilige Radio halt zugreifen. Weil du weißt dann ganz genau, auf welchem Radio du gerade bist halt. Dafür ist es eigentlich gedacht. Genau, hier habe ich auch so eine Art Equalizer. Muss man noch ein bisschen mit rumexperimentieren. Ich habe hier so 4 Presets mal einprogrammiert, die man hier testen kann. Mehr Bass oder mehr Vocal, je nachdem. Kann man ein bisschen rumspielen. Okay, so. Hier ist unser Sensor im Prinzip. Wie ihr seht, der ist gerade im Erkennungsmodus fern. Das heißt, pro Gate hast du dann 75 cm und man hat den Nahmodus. Da hat man halt pro Gate, man hat allgemein 8 Gates und hier erkennt er in jeden 20 cm Schritten. Das heißt, wenn du das Radio zum Beispiel in einem kleinen Raum platzieren willst, sucht man sich am besten den näheren Erkennungsmodus aus, weil da kann man halt rumspielen mit 20 cm, also kann man feiner einstellen. So, hier hat man auch wie so eine Art Sonar, der erkennt halt gerade, dass hier ich mit der Hand wähle die Bewegung. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel komplett hier weg bewege aus dem Bild, ja, man sieht halt, also man kann hier halt komplett live sich anzeigen lassen, wo man gerade ist, um den Sensor halt perfekt einzustellen oder besser einzustellen. Genau. Hier hat man halt eine visuelle Ansicht, halt Raumansicht. Genau. Ja, hier kann man halt die Maximaldistanz einstellen. Wie gesagt, im Nahmodus kannst du von 20 cm bis 1,60 Meter einstellen. Im Fernmodus kannst du von 75 cm bis 6 Meter einstellen. Das kann man hier in dem Slider machen. Kann man noch die Empfindlichkeit einstellen. Hier ist zum Beispiel die Mindestspielzeit von Autostop. Das heißt, wenn der Sensor nichts mehr erkennt, läuft der Timer 1 Minute und dann geht das Radio aus und fadet out. Also kein abgehacktes Aus, sondern fadet langsam aus. So, hier kann man halt Präsenz einschalten oder ausschalten. Hier Sensor Bluetooth, ja, das war experimentell, das kommt dann nachher auch nochmal raus. Wie gesagt, wenn man hier die Einstellung nochmal gemacht hat, drückt man Speichern, Sensor startet neu und hat dann halt komplett neuen Einstellungen. So, hier ist noch ein weiteres Feature, die Ruhezeiten. Ich habe hier zum Beispiel, man kann hier zum Beispiel draufklicken, dann den Wochentag auswählen. Heute haben wir zum Beispiel Freitag heute. Man kann zum Beispiel dann die Uhrzeit auswählen, Minuten, also Stunden, Minuten, was weiß ich. Macht man hier zum Beispiel an, wie jetzt hier, also wird das Radio zum Beispiel von 23 Uhr bis 8 Uhr morgens überhaupt nicht angehen, nicht spielen, auf Sensor nichts reagieren. Da kommt noch ein weiteres Feature noch rein, was ich mir überlegt habe, zum Beispiel für verschiedene Uhrzeiten vielleicht verschiedene Lautstärken noch reinmachen. Aber das kommt dann später noch rein. Wie gesagt, die Software hier im WebUID ist auch noch nicht komplett fertig. Hat noch ein paar Macken, ein paar optische Mängel und so weiter. Da bin ich halt, wie gesagt, je nachdem am Basteln noch. Falls dem einen oder anderen irgendwas einfällt, was man hier noch ganz cool wäre einzubauen, lasst mich in den Kommentaren wissen. So, zu guter Letzt kommen wir noch hier in den System-Tab. Da gibt es eigentlich im Moment nichts Wichtigeres, ist eher alles so experimentell. Hier zum Beispiel habe ich so ein DSP zum Aktivieren an. Das ist halt, den Lautsprecher habe ich mit Ref eingemessen und eine Korrekturkurve im DSP mit 7 Filtern eingebaut. Es hört sich schon besser an, also mit DSP an. Und also es hört sich ja besser an. Genau, Reset-Protokoll, das ist im Prinzip, das ist jetzt für mich auch experimentell, falls das Audio gerade im Code irgendwie abschmiert, dass ich mir das im Prinzip nach einem Neustart noch anzeigen kann, woran es lag halt. Genau. Gerät, hier, keine Ahnung, steht die IP, zu welcher Fritzbox oder zu welchem Router es verbunden ist. Die Signalqualität, also 65% mit, was weiß ich, 51 dB. Firmware-Version steht hier gerade, Version 0.9.5. Man kann hier auch
das Ding restarten. Wie gesagt, das System-Tab ist eher gerade für mich experimentell zu gebrauchen, um welche Sachen zu testen. So, man kann hier halt über die Firmware halt direkt von Datei halt hochladen, direkt auf das Gerät, um einzuspielen. Hier habe ich auch nochmal so einen Debug-Test, so einen kleinen Log, der hier läuft. Das ist im Prinzip das, was der Sensor gerade eingestellt ist. Ist halt auch gerade unwichtig. Hier so eine Bug-Meldefunktion habe ich hier eingebaut. Im Prinzip kann man hier, keine Ahnung, wenn ich das Radio im Prinzip weitergebe und irgendjemand entdeckt einen Bug oder so, kann er hier einen Text reinschreiben, absenden drücken. Das landet bei mir auf GitHub und ich sehe halt sofort, welche Version das ist. Und genau, also man kann halt irgendeinen Bug beschreiben oder irgendein Problem. Ach so, genau, noch was man hier halt nicht sieht. Hier ist auch ein Feature eingebaut mit einem Otter-Updater, halt over the air. Also sobald ich eine Firmware auf GitHub veröffentlicht, die aktueller ist als die hier, erscheint hier eigentlich ein roter Button, dass eine neue Version da ist und ob man updaten will oder nicht. Man kann draufklicken, den Changelog durchlesen, was da gemacht worden ist und Update klicken und das passiert alles im Hintergrund. 40 Sekunden ist die Firmware drauf und das Radio startet halt neu. So, zu der Hardware. Hier habe ich ja, wie gesagt, eigentlich eine Platine, die hier eingebaut ist im Radio. Hier sieht man es auch im ausgebauten Zustand. So sieht die Platine ungefähr aus. Ich kann das mal gerade so ein bisschen beschreiben. Hier habe ich auch noch eine. Hier habe ich auch noch mal ein paar Features getestet. Man sieht hier auch ein bisschen was angeklemmt, hier so provisorisch mal was angelötet. Display rumgetestet, im kleinen hier, das war mein allererster Lautsprecher, mit dem ich es getestet habe. Genau, hier ist zum Beispiel so ein, in der Art so ein Präsenzsensor, wie der aussieht. Das ist jetzt ein anderes Modell, hier drin ist ein anderer verbaut. Kann man hier gerade ein bisschen zeigen, hier provisorisch, hier mit Heißkleber. Befestigt. Im Prinzip von der Platine her, wie wir sehen, hier ist ein ESP32 S3. Hier habe ich meinen LDO. Hier ist der USB-Chip im Prinzip, weil ich hier halt auch 2 USB-Anschlüsse habe. Nicht unbedingt zwingend deswegen. Hier hatte ich noch 2 Potentiometer eingebaut, um die Lautstärke anders zu regeln. Das war auch so experimentell. Wie gesagt, das ist meine erste Platine, die ich designt habe. Hier habe ich auch noch was provisorisch für ein Display eingebaut, falls ich da was testen wollte. Hier habe ich auch so provisorische Knöpfe halt eingebaut. Reset, Boot. Hier hatte ich auch Sender als Knopf drücken. Da sieht man hier auf der Platine, hier sind die Knöpfe noch verlötet. Das war jetzt experimentell zum Testen für mich, für die erste Platine. Genau, hier ist der DAC, also der digital hier zu Analog-Konverter verbaut. Und hier ist unser Max 98306, das ist halt der Amplifier. Von dem geht es halt auch hier raus auf die 2, wo die Lautsprecher im Prinzip angeschlossen werden hier. Man kann das hier auf dem Board besser sehen. Kann man sehen, genau, Klemmen. Hier sind auch vollständig alle Knöpfe da. Was man hier nicht sieht, das Mikrofon, was hier eingebaut ist. Ja, das ist halt im Prinzip die nackte Platine. So sieht die aus. Ja, auch so experimentell halt. Sensor, habe ich einen Jumper für 3 Volt Sensor oder 5 Volt Sensor eingebaut, weil ich schlussendlich nicht sicher war, was ich dann benutze. Hier habe ich noch so ein Gain. Kann man die Brücken mit nochmal zum Verstärken benutzen, aber braucht man alles nicht. Genau, so. Genau, hier sind die Platinen und hier sind zum Beispiel neue Platinen, weil ich aktuell halt die Revision 2 designe von dem PCB und will da ein bisschen mehr Leistung auf jeden Fall haben. Genau, hier habe ich
Im neuen Design kommt halt der DAC und der Amp raus. Und hier habe ich zum Beispiel die neuen Platinen, die gekommen sind. Das ist einfach nur erstmal auch so ein Breakboard. So ein kleines Breakboard habe ich mir halt designt. Ihr könnt hier nochmal ein paar Spezifikationen lesen. Ist halt bis 12 Volt ausgelegt, weil die Spulen halt nur bis 12 Volt ausgelegt sind. Ein Output ist halt, ich wollte halt mal testen mit 5 Volt Ausgangsleistung, wie viel, was der macht. Oder den Chip kann man halt mit 5 Volt bis, glaube ich, 26 Volt betreiben. Das ist ein TAS 5825, falls ich mich nicht täusche. Und da hat eine maximale Ausgangsleistung von 2x36 Watt, falls ich mich, wie gesagt, nicht täusche. Aktuell ist das halt für maximal 12 Volt ausgelegt, weil ich wollte gerne mal testen halt. Mit 12 Volt soll er 2 Lautsprecher jeweils mit 18 Watt bei 4 Ohm betreiben. Genau, hier steht es auch nochmal maximale, genau, minimale und maximale PVDD-Spannung. Wie gesagt, die Bauteile sind noch unterwegs. Ich kann das noch nicht testen. Wie gesagt, das Board werde ich auf jeden Fall erstmal testen, ob es funktioniert am ESP, ob ich keine Designfehler drin habe. Und in der finalen Version, falls hier alles stimmt oder ich irgendwas ändern muss, wie gesagt, fliegt dann hier der DAC raus und der Amplifier, also der Verstärker. Der Grund dafür ist halt, dass man halt auch mal ein bisschen stärkere Boxen betreiben kann. Ja, das ist hier gerade ein bisschen was Experimentelles hier bei mir. Das ist halt auch so ein Lautsprecher hier verbaut. Das ist halt ein Visaton FRS 7. Weiß jetzt nicht genau, wie viel Watt der hat. 3 Watt oder 8 Watt, irgendwie sowas. Das habe ich jetzt einfach mal provisorisch oder zum Testen halt mit Schaumstoff ausgedämmt. Ich weiß nicht, ich bin kein Akustiker. Ich habe von Audio ehrlich gesagt sehr wenig Ahnung. Deswegen vertraue ich hier vielleicht auf irgendwelche Experten, die sich vielleicht mal melden könnten bei mir und mir vielleicht eventuell irgendwelche Tipps geben könnten, weil hier bin ich echt voll aufgeschmissen, was Sound angeht halt, ne? Also wie gesagt, es sollte erstmal hier in so einem kleinen Gehäuse sein. Meine eigentliche Frage, was ich eigentlich auch hier durch das Video auch erreichen wollte, einerseits, dass ich vielleicht irgendwelche Audio-Experten sich hier finden und irgendwelche Tipps mal geben könnten. Eigentlich, was ich suche, ist irgendeinen anderen, besseren Lautsprecher. Also der klingt schon gut, auch lässt sich auch sehr laut bei 3 Watt regeln. Genau, ich hätte gerne irgendwie mehr Bass, dass man das eventuell im UI dann halt regeln kann. Ich weiß zwar, klar, in so einem kleinen Gehäuse kann man nicht sehr viel erwarten. Ich würde mich echt freuen, wenn mir irgendjemand einen guten Lautsprecher mit etwas mehr Bass empfehlen könnte halt. Ich suche irgendwas auch um den Dreh von der Größe, irgendwas von 2 bis 3 Zoll ungefähr. Dieser Lautsprecher, der ist zwar gut, aber der ist halt flach. Man hat irgendwie gefühlt so kein Pep halt dahinter. Falls ihr Bock habt, in Zukunft das komplette Innenleben zu sehen und wissen wollt, wie die ganz chaotische Reise im Breadboard bis hierhin gelaufen ist, lasst ein Abo da und schreibt mir, ob ihr Bock auf eine wöchentliche Videoserie habt. Na gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.